Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Episode von The Turing Test mit mir, Bombi von den Weaklingen. Wir sind in Chapter 2 angelangt. What conditions should I expect to find the ground crew in? Daniel went missing days ago. Chris is presumed dead. We are expecting to find Sarah, Mikhail, and Sochi in a stable condition. Chris is dead? He was involved in an accident. Okay, einer ist schon tot. Okay, man muss sich hier also durchwursteln und am Ende 2 Energiekugeln in das Haupttor rein. Wenn ich das so mache, kann ich die Energiekugel mitnehmen. Und ich denke, hier kann ich das genauso machen. Hier ist bloß... Genau. Easy peasy. Could we take a more direct way to the ground team? Unfortunately, there is not a direct route. The base is buried under ice to protect it from the radiation of space. Similar to the Mars base. Similar. Europa's base is slightly deeper into the surface. There is more radiation present from solar events on Mars. But Mars's surface is denser than that of Europa. Dann wissen wir jetzt Bescheid. Das hat jetzt durchgehend Energie. Oder ist das was, wo man... Ah, okay, ich kann es einfach von dem krassen Magneten abziehen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Okay, hier ist kein Steuermodul. Ah, halten, halten. So müsste ich rankommen. Awesome. Okay, what are their chances of survival here? Oxygen, the food stores, waste management. Everything seems to be in order. There was a small problem with the food stores, but the crew fixed that up. We successfully transitioned over to a sustainable, small, artificial ecosystem a year ago, growing fruit and vegetables. It helps boost morale, amongst other things. The crew members could hypothetically survive here for their whole lifetimes. Okay. Die haben ein cooles Management, also... Okay, da unten liegt ein Cube. Hier ist wieder ein Magnet. Der Magnet ist aber nicht powered. Mann, wer hat denn den Boden hier so hingelegt? Legen wir es mal unter die Schiene. Okay, das war vielleicht nicht die beste Idee. Ah, hier drüben ist... So, hier komme ich ja wieder über die Leiter hoch. Wie sie immer verschiedene Lichter haben. Oh, ich bewege damit hier die Brücke. Ich dachte, ich bewege... Gut. Das packe ich schon mal am Magneten. Aber ich denke, ich brauche die Energie. Ah, damit kann ich den Magneten steuern.
Geht es durch das Gitter? Nein. Hä? Diese Energiekugel macht gar nichts. Die lag nur hier rum. Na gut, dann füge ich die Energiekugel hier in den Magneten ein. Brücke rüber. Ah nein. Halt. So, den Magneten unter die Brücke. Ah. Mit einem Hopser. Mit einem Hopser komme ich ran. Dann hole ich mir die Energiekugel und die hier. Und wir haben das Rätsel gelöst. My purpose as the overseer of this mission is to work for the ISA. I am the ISA's feet and hands. The distance between Jupiter and Earth make it inappropriate for the ISA to directly interface with the mission directives. As my AI core is stationed on Europa, I can make decisions instantaneously about the running of the base. Ja, so ein automatisiertes System muss nicht das Schlechteste sein. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Reicht so ein Cube als Beschwerung aus? Die Antwort ist ja. Aber bevor ich das hier beschwere, brauche ich die Energiekugel. Beschweren, durchgehen. Energie. Und fertig. Oh, also es fühlt sich echt gut an, wenn man so ein Rätsel löst. Verdammt! 2 Energiekugeln brauche ich. Ah. Hier ist ja nur ein Gitter. Problem. Kann ich eigentlich 2 gleichzeitig nehmen? Nein. Vielleicht ändert sich das ja noch. Weil schließlich sind hier 3 so Bumerangs. How does the ISA know you're gonna make the right decisions here when they can't communicate with us? Interestingly, I have a twin on Earth. His name is Michael. The ISA uses my twin to check firmware updates before they upload them to myself. There is a simulation of this mission on Earth running at all times to check my expert systems. Naturally, as any modern artificial intelligence running on a quantum computer, I do also have a large amount of evolutionary algorithms at my disposal. However, they were deemed as too unreliable for general use in the mission. Why is that? Biological systems produce biological results. Messy, unpredictable solutions. Not suitable for such a mission. Ich brauche beide Energiesourcen. Entschuldigung, liebe Zuschauer. Nein, das macht keinen Sinn. Ah. Falls ich die Energiekugel brauche, kann ich sie mir dann später wieder durch das Fenster holen.
Deshalb mache ich schon mal das Fenster auf. Ist eigentlich Verschwendung, den hier zu benutzen. Weil die Energiekugel kann ich mir von hier oben wiederholen. Hier kann ich es mir nicht wiederholen. Ich hoffe, ich denke hier richtig. Ah, den brauche ich gar nicht mehr. Ich muss da ja gar nicht mehr in den Raum mehr rein. So, und jetzt kommt das ins Spiel, was ich gesagt habe. Und hier ist jetzt ein Energy Ball. Kann ich hier einsetzen. Den hole ich mir. Einsetzen. Ka-ching! Okay, also wenn ich mich bewege... Oh. Ich glaube, das ist so nicht gedacht. Aber ich tue es trotzdem. Oh, ich hab's gleich. Bewegungsmelder ausgetrickst. Shall we have a polite conversation? Yes. Okay, I think you are a robot. That is not true. I'm simply not convinced you are a human. I think you might be a robot. But I have feelings. Why? Was? Was? Leute, ich schreibe das nicht. Ich schreibe irgendwelche Buchstaben. Now you're getting it. I have no free will, whatever. Ja, genau. Ja, und jetzt kann ich nichts mehr... Ich kann gerade nichts mehr machen. I want to escape. Das ist erst gekommen, nachdem ich Escape gedrückt habe. Help me, I can't escape. Goodbye, Robot. Ja, Leute, das war ein bisschen beunruhigend. Kann's nicht nochmal andrücken.
Cooles Rätsel. Okay, ich kann nur durch, wenn ich keine Energiekugel drin habe. So, jetzt darf ich durch. Did the ISA build you, Tom? As the child of the ISA, I have been given authority aboard this station. I was designed by the ISA and the Ashiyama Corporation, designed in California, assembled in China. But here on Europa, I constructed myself. Have you heard of the Turing Test? Hey, da ist jemand. It's a test to see if a computer can successfully impersonate a human. In the original Turing test, a human judge has two conversations, one with a machine and one with another human. They then judge which of these polite conversations is with a machine and which is with a human. The machine being tested is said to have passed the Turing test if the judge cannot reliably tell which conversation is with a machine and which is with a human. Do you think you'd pass the Turing test? I am quite capable of polite conversation. Wouldn't you say? Ja, da stimme ich schon irgendwie zu. Die Energiekugel kann ich mir wiederholen. Das Ding nicht. Wo bringe ich dich hin? Ja, ich denke, das könnte richtig sein. Jetzt habe ich jede Energie mitgenommen. Das nehme ich auch mit. Ja, cool. The Turing test has been criticized. Researchers claim it does not correctly test a machine's ability to think, but rather its ability to deceive. What do you mean? Well, have you heard of the Chinese room thought experiment? No. Imagine you are in a room. In this room, you are passed Chinese sentences through a slot in the wall. Inside the room is an instruction book written in English. This instruction book tells you which Chinese words to pass back through the slot in the wall as a response. By doing so, you have a conversation in Chinese. In the Chinese room, because the responses you pass back through the door are the correct responses, the person on the other side of the door is convinced you are a native Chinese speaker. Well, they're wrong. Perhaps they are not wrong. Because with the instruction book, you are having a conversation. But the person stuck in the Chinese room is not aware of the conversation's content. This is the problem with the Turing test. A computer can pass the Turing test, having convinced a human they are having a polite conversation, while the computer has no idea that a conversation has taken place. What if both of the people passing Chinese words are reading from instruction books? I may be a machine, but I personally do not believe I am stuck inside the Chinese room. Right, you would say that. I could peer inside your databases at any time, Tom. Or pause your operation. Do not assume I could not do the same to you. Oh, okay. Also ich kann da durchrennen. Ah. Das ist praktisch ein Energiestrom. Interessant. Ah ja. Wenn man Energie sucht, muss man sich einfach nur lang genug umsehen. Und ich habe sogar
an die richtige Position die Energiekugel gesetzt. This is the crew's quarters. It looks abandoned. Crew's Quarters. Ja, ich gehe erstmal aufs Klo. I do not see the need for so many cameras. Tom's presence everywhere is slightly oppressive. I don't understand the need for transparency. But why is he in the toilets? Oh my God! Tom! Du schaust uns sogar zu, wenn wir unser Geschäft machen? Do not touch this. Is the 9th time? 5th time? Egal. Ja, es sieht kaputt aus. Da drin ist das Bild von dem Typen. Hier, Daniel McLean. Ob sie sich vor Tom verstecken? Das wäre natürlich crazy. Das ist der Bruder Chris McLean. Hier, das ist Tom Touch. Oh. Me and Dan. Und die zwei sich nicht mehr lieb. Die Stifte liegen irgendwie... in einer komischen Formation, wenn ich ehrlich bin. Drilling Reports. Oh, als sie klein waren. Süß. Anscheinend ein Baseballspieler. Und ein Stein-Nerd. Oh, ein Tablet. Cause we care. Das ist ein Fenster. Ihre Mama, er und sein Bruder. Ein Flachmann braucht man schon anscheinend. Ach ja, der war ja Kanadier, stimmt. Relo Soul. Er hat auf jeden Fall seine Tabletten hier gelassen. Das ist, könnte ein Problem für ihn sein. Dr. Sarah Brooke. Oh, die ist ordentlich. Das sieht man sofort. Holy moly. Dear Tom, knowing that you're always watching, I thought I would write you a letter. As you no longer reside in my mind, I've decided to transfer my thoughts to text. I want to do so in the form of history lesson, a lesson that perhaps you'll find condescending. But it's likely more for my sake than yours. Okay, da geht's jetzt um Alan Turing. Ich bin kein Mathematiker. If we conclude that we are all machines, we only come to this conclusion in a predetermined manner. We cannot claim credit for our discovery as it is just for a product of nature's genius, not of our own. A humbling idea, I think. Behaviorism. Maybe we are more similar than we think. Sarah. Zur Hölle ist das? Oh, Blumenwiese. Und hat ihr Bett gemacht. Ey, ich kann jetzt hier jeden Ordner anschauen, das mache ich nicht. Ey, die hat auch diese Pillen. Ist alles leer.
Und anscheinend glaubt sie an Gott. Ich würde sagen, schauen wir uns die restlichen Zimmer auch noch an. Okay, da wollte jemand... jemanden einen Antrag machen. Bonsai! Rubik's Cube! Seine Uhr liegen lassen. Warum sollte er das tun? Deutschi. Das sind Arbeits-E-Mails. Musikalisch begabt. Was ist das? Motion Sickness Relief. Okay. Es fehlt noch Mikhail Tokarev. Wie unsauber er seinen Kleber benutzt hat. Pinsel? Oh, Doggo, Sweet Doggy. Dog. Das ist ja der Klassiker. Wie spricht man D-O-G-E aus? Doge, Doggy. Ich sage einfach gleich Doggo. Okay, der Typ malt. Okay, die Flasche ist irgendwie plötzlich durchsichtig geworden. Naja. Hey, nicht schlecht, Herr Specht. Dicker Dude. Nun gut, hier geht's jetzt weiter. Aber für uns geht's erst in der nächsten Episode weiter. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Bombi plays the Turing Test. Und vergesst nicht, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst doch ein Like da. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, abonniert unseren Channel. Das war's jetzt erstmal von mir. Haut rein, macht es gut, euer Bombi.